Kein Tag vergeht, an dem US-Präsident Donald Trump nicht weltweit für Schlagzeilen sorgt. Und genau diese werden ihn erneut zum mächtigsten Mann der Welt machen. Davon ist der 71-Jährige überzeugt. In einem Interview am Donnerstag mit der US-amerikanischen Zeitung The New York Times sagt er über eine zweite Amtszeit 2020: Wir werden aus vielen Gründen weitere 4 Jahre dazugewinnen, vor allem weil es unserem Land langsam beginnt, wieder gut zu gehen und wir wieder respektiert werden. Dann legt Trump allerdings noch nach, denn ohne ihn als Präsidenten würden die Medien regelrecht untergehen. In der New York Times heißt es dazu: Aber ein weiterer Grund, dass ich noch 4 Jahre im Amt sein werde, ist, dass Zeitungen, Fernsehen und alle anderen Medien untergehen, wenn ich nicht da bin. Denn ohne mich brechen ihre Quoten zusammen. Vor allem die New Yorker Tageszeitung ist Trump schon seit langem ein Dorn im Auge. Deshalb schießt der amtierende US-Präsident speziell gegen sie im Interview noch einmal scharf, um seinem vermeintlichen Einfluss Nachdruck zu verleihen. Ohne mich wird die New York Times tatsächlich nicht nur eine scheiternde New York Times sein, sondern die gescheiterte New York Times. Also müssen sie mich im Grunde gewinnen lassen. Und schlussendlich, wahrscheinlich 6 Monate vor der Wahl, werden sie mich lieben, weil sie sagen: Bitte, bitte, lasst uns Donald Trump nicht verlieren. Die narzisstischen Aussagen Trumps überraschen kaum. Ob sie allerdings wirklich das Geheimrezept sind, eine erneute Wahl im Jahr 2020 zu gewinnen, das bleibt offen.